bin jetzt hier in Pitztal im Trainingslager, um meinen letzten Trainingsblock für den UTMB zu absolvieren. Es geht darum, nochmal an allem zu feilen, was geht, viele Kilometer zu sammeln, viele Stunden zu sammeln, viele Höhenmeter zu sammeln, weil ich möchte alles in meiner Macht Stehende tun, damit ich so gut wie möglich vorbereitet bin. Am Anfang der Saison legt man immer seinen Rennplan fest. Mein großer Saisonhöhepunkt ist eigentlich der UTMB in Chamonix. Trotzdem brauchte ich natürlich auch eine Quali für den UTMB nächstes Jahr. Deswegen bin ich in Istrien die 100 Meilen gelaufen. Und auch, weil ich sehen wollte, wie es sich anfühlt, 100 Meilen zu laufen. Und dann bin ich Innsbruck und die Zugspitze gelaufen, was auch beides lange Rennen waren und relativ kurz danach. Aber bisher hat es mit der Erholung echt gut funktioniert. Und der UTMB, der Ultra Trail du Mont Blanc in Chamonix, der ist einfach in der Trailrunning-Welt das größte Event, was es gibt. Es ist so ein bisschen wie unser kleines Olympia. Ja, die Elite aus der ganzen Welt kommt dahin und misst sich über die 100 Meilen. Das ist das Hauptrennen. Und da will halt jeder in bester Form sein und das Beste geben und zeigen. Da sind die Sponsoren vor Ort und es ist einfach nochmal ein anderer Druck. Es ist nicht nur für mich das wichtigste Rennen, sondern für alle. Und es ist schon ein Rennen, vor dem man Respekt hat oder vor dem auch ich viel Respekt habe, weil einfach auf so 100 Meilen viel schief gehen kann. Mein großes sportliches Ziel oder mein großer Traum wäre, irgendwann mal beim UTMB auf dem Podium zu stehen, also einen der ersten 3 Plätze oder so zu belegen. Und ich hoffe einfach, wenn ich den UTMB vorher ein paar Mal gelaufen bin, kann ich möglichst viel daraus lernen, um dann irgendwann mal das perfekte Rennen zu haben. Das ist halt so jeden Tag meine Motivation, wieso ich meine Schuhe schnüre. Ich träume einfach davon, dass irgendwann so ein UTMB-Podium klappen kann. Jetzt geht es zur zweiten Einheit, zur Braunschweiger Hütte und vielleicht ein bisschen weiter später. Also meinen ersten Trainingsplan habe ich bekommen, als ich 13 Jahre alt war. Und ab da habe ich dann eigentlich strukturiert für den Bahn- und Straßenlauf trainiert. Und dann gab es in meiner Laufbahn eigentlich recht viele Trainerwechsel. Früher habe ich zu Hause in Duderstadt trainiert, dann mal bei der RG Göttingen. Dann bin ich nach Hannover in den Olympiastützpunkt gezogen und habe da beim Kadertrainer vom NLV trainiert. Und ja, beim Trailrunning ist das alles ein bisschen anders. Da hat man nicht einen Trainer vor Ort, sondern alle trainieren eigentlich mit Ferntrainingsplänen, haben unterschiedliche Trainer oder sind bei so Firmen, die Trainingspläne schreiben. Und das Ganze erfolgt eigentlich über Ferntrainingspläne und Datenanalyse, dass man seine Daten von der Uhr hochlädt und sich die Trainer oder Trainerinnen das dann anschauen können. Vom Bahn- und Straßenlauf kenne ich es noch so, dass man meistens ein Team um sich hat, also eine Laufgruppe und man mehrere Athletinnen und Athleten ist, die von dem Trainer betreut werden und fast jede Einheit oder zumindest 3-4 Mal die Woche zusammen trainiert. Das ist beim Trailrunning halt nicht so. Genauso wie man keinen Trainer vor Ort hat, hat man halt seltenst eine dauerhafte Laufgruppe vor Ort. Und umso wichtiger ist es für mich, dass ich in Innsbruck so ein paar Leute habe, wo ich weiß, mit denen kann ich richtig gut trainieren. Fertig für heute. Also insgesamt bin ich diese Woche schon, und es ist Samstag, 164,8 Kilometer gelaufen. Alles in der Höhe. Als ich Sven gesagt habe, dass ich ins Pitztal gehe zum Trainieren, hat er sich entschieden, auch hier sein Trainingslager zu machen. Das ist für mich halt ideal, weil so können wir zumindest eine Einheit am Tag zusammen machen. Und dadurch, dass er deutlich schneller ist, fordert es mich halt auch ein bisschen mehr. Und ich glaube, das ist ganz gut für mein Training. Wollen wir noch einmal hinten vorbei und dann den Trail runter? Ja. Ich glaube schon, dass ich ein guter Athlet auch selbst trainieren kann beim Trailrunning. Ich habe mich aber letzten September dazu entschieden, mit der Albon-App zu trainieren. Da wird das Training von Henriette und John Albon gesteuert. John ist auch bei mir im The North Face-Team und ich habe ihn einfach als jemanden kennengelernt, der alles sehr kalkuliert, sehr viel Ahnung hat, sehr viel Wissen, und habe gedacht, ich probiere das einfach mal, und ich habe das Gefühl, für mich passt das perfekt. Ich finde schon, dass ich dieses Jahr oder diese Saison Fortschritte gemacht habe, die ich auf jeden Fall auf das Training zurückführe. Und ich finde, es ist auch einfach immer noch mal ein neuer Reiz, wenn man sich einen neuen Trainer sucht oder Trainer wechselt. Und bin einfach allgemein ein Fan von Struktur. Der Trainingsplan ist grundsätzlich auf die Rennen ausgerichtet. Also am Anfang der Saison legt man immer
seinen Rennplan fest, was sind meine A-Races, so heißt das, halt die Hauptrennen, wo ist der Hauptfokus drauf gelegt, was sind die weniger wichtigen Rennen, aber trotzdem schon Rennen, auf die ich gut vorbereitet sein will und was sind vielleicht Trainingsrennen. Ich nutze auch immer mal wieder gerne Rennen als Trainingsrennen oder FKTs als eine Trainingsbelastung, die trotzdem intensiver ist natürlich als ein normales Training. Und da wird dann der Trainingsplan dran angepasst. Wenn es zeitlich mal irgendwie Verschiebungen gibt, wie durch ein Shooting oder irgendwas, dann kann man den Trainingsplan auch noch adaptieren. Und das ist auch was ich sehr gut finde. Außerdem kann ich dadurch auch meine eigene Expertise so ein bisschen mit einfließen lassen, in dem Sinne, dass ich einfach weiß, was bei mir gut funktioniert, was eher nicht so funktioniert. Steinbock. Schade. Boah. Das ist wie wenn man 5 € nach oben hat. Also hier im Pitztal bin ich jetzt zum 8. Mal, aber erst das 2. Mal im Trainingslager. Letztes Jahr habe ich hier das 1. Mal mein Höhentrainingslager gemacht. Wir sind jetzt hier auf 1700 Metern Höhe zum Schlafen und zum Laufen auf den Trails läuft man halt immer direkt hoch und macht einfach viel in 2000 Meter Höhe oder höher. Dadurch, dass das Pitztal mein Tourismuspartner ist, kann ich halt hier immer zum Training hinfahren, für die Trainingslager, für Rennen, zur Vorbereitung, einfach mal zum Entspannen. Nicht, dass ich das so oft mache, aber könnte ich. Aber dazu gehören natürlich auch Verpflichtungen und eine davon war, dass ich halt heute ein Shooting hatte. So ein Shooting ist dadurch, dass man immer zu Start und Stopp hat und dann für die Drohnen doch recht schnell laufen muss, irgendwie anstrengender, als es sich anhört. Aber es war jetzt extra so gelegt, dass das in den 2 Wochen vom Trainingslager an meinem eigentlichen Entlastungstag stattfindet. Ja, gerade hier in Mandarfen ist man halt dann doch recht nah am Gletscher und das ist der höchste Gletscher Tirols. Dieses Jahr, dadurch, dass der Sommer nicht so schön bisher war, war halt hier noch echt viel Schnee und Kälte. Das Wetter ist ein Traum. Richtig schöner Sommer. Es hat recht lange gedauert, bis man hier auf die Trails gehen konnte. Deswegen ist der Zeitpunkt vom Trainingslager hier jetzt eigentlich perfekt, weil endlich so ein bisschen der Sommer ankommt. Aber es ist halt gerade morgens besonders schön, wenn das Licht auf den Gletscher fällt und auf die Bergspitzen und man ist noch im kühlen Tal und kann seine Trainingseinheit noch absolvieren, bevor die Sonne so richtig kommt und man einen Sonnenbrand bekommt. Das Perfekte ist halt, wenn man sich um nichts anderes kümmern muss als um sein Training. Es ist jetzt nicht weit von zu Hause weg, es ist nicht weit von Innsbruck weg, aber mein Fokus hier liegt komplett auf dem Training. Ich habe vormittags eine Einheit und nachmittags eine Einheit. Dadurch, dass ich hier im Hotel für Jahreszeiten bin, gibt es Frühstück, Mittag und Abendessen. Ich muss mich also nicht ums Kochen oder irgendwas kümmern und kann die ganze restliche Zeit nutzen, um mich zu erholen. Weil das ist auch so ein entscheidender Faktor, was man oft vergisst. Also wenn man sagt, ich bin professionelle Trailrunnerin, dann heißt das manchmal gar nicht, dass man mehr trainiert. Das heißt nur, dass man halt mehr Zeit eigentlich für Recovery hat. Und das stimmt natürlich auch nicht immer, weil der Job bringt vieles andere mit sich mit, ob das Präsenztage, Shootings oder andere Sachen sind. Aber im Idealfall, und so ist es jetzt eigentlich hier im Trainingslager, hat man viel Zeit für Erholung. Also mein absoluter Favorit für Regeneration sind Eisbäder. Und das geht hier auch perfekt, weil hier direkt der Gletscherfluss entlang fließt und man kann direkt nach dem Laufen einfach in eiskaltes Wasser. Das ist ganz gut für die Erholung. Und ansonsten gehe ich am Abend gerne in die Sauna. Das ist auch gut für die Erholung. Und versuche viel mit Rollen, Boots, Dehnen an meiner Erholung zu arbeiten. Und dann, was natürlich auch immer wichtig ist, was man hier im Trainingslager gut hinbekommt, weil man einfach nicht so viele Verpflichtungen hat wie zu Hause, ist, dass man viel schläft. Ich habe mit Absicht verloren. Direkt nach dem Trainingslager im Pitztal ging es darum, das Training noch eine Woche so aufrecht zu erhalten. Dann hatte ich eine Erholungswoche und dann ging es in den nächsten Trainingsblock. Ich habe gedacht, dass es sich anbieten würde, meinen Long Run am Wochenende mit dem Piz-Alpine Gletscher Trail zu vereinen. Und jetzt geht der Countdown runter. P45, sie sind gestartet. Dadurch, dass das Rennen früh gestartet ist und ich den Stream Freitag in der Nacht moderiert habe oder mitkommentiert habe vielmehr, habe ich echt nur wenig geschlafen und das habe ich schon ein bisschen gespürt auf der ersten Runde. Allgemein, dadurch, dass es die Tage davor geregnet hat, waren die Trails etwas matschiger, als ich das erwartet habe. Und so musste ich mich doch etwas mehr anstrengen, als ich gedacht habe. Dafür, dass es nur ein Trainingsrennen war, bin ich gerade auf der ersten Runde schon das ein oder andere Mal an meine Grenzen gestoßen. Und war dann aber ganz froh, als ich am Ende ins Ziel gekommen bin. Und so ein Sieg gibt einem eigentlich immer noch mal ein gutes Gefühl für die nächsten Wochen.